Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Da der Tag der Liebe naht, der Valentinstag, habe ich mir gedacht, zauber mal was Schönes. Und das hier ist entstanden, ein leckerer, schöner Herzchenkuchen. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich den Kuchen zubereitet habe, dann bleibt dabei. Für den leckeren Herzkuchen brauchen wir folgende Zutaten. Wie ihr seht, es sind nicht so viele, also fange ich schon mal an. Hier habe ich 2 Rollen fertigen Blätterteig, Schlagsahne, Naturjoghurt. Ich habe hier ein Päckchen Sahne-Steif, dann brauche ich Vanilleessenz, ein wenig Agavensaft, man kann aber auch Honig nehmen oder Zucker. Puderzucker habe ich hier noch und tiefgefrorene Himbeeren. Man kann auch die frische nehmen oder sogar Erdbeeren, das was man zu Hause hat. Ja, und ich fange sofort an mit Herzchen schneiden. Bevor ich loslege, dann werde ich erstmal meinen Backofen vorheizen und ich brauche auch mein Backblech natürlich mit Backpapier. So, und dann wird auf 200 Grad Ober- und Unterhitze angemacht. Den Teig vorsichtig ausrollen. Und ich war mal wieder kreativ. Ich habe mir aus Papier eine Herzchenform geschnitten und dann wird dann passend hier auf dem Teig draufgelegt. Aus einer Platte hier, Teigplatte, werden dann 2 Herzchen rausgeschnitten. Dafür nehme ich entweder Pizzaschneider oder mit dem Messer, was ihr dann zur Verfügung habt, und das wird dann passend dann geschnitten. So, dann vorsichtig das Herzchen auf dem Backblech drauflegen. Die Reste von dem Blätterteig werden auch mitgebacken, weil ich sie nachher dann brauche. Dann platziere ich hier, wo Platz ist, auf dem Blech. Der Backofen ist jetzt vorgeheizt und die 2 Bleche mit den Herzen und mit dem Teig kommt jetzt rein für etwa 15 bis 25 Minuten, bis die goldbraun werden. So sieht das aus. Schön. In der Zwischenzeit werde ich die Himbeeren pürieren. Ich habe hier einen Esslöffel Puderzucker dazu gegeben und mit dem Pürierstab klein machen. Nun stelle ich die pürierte Himbeere in den Kühlschrank kalt und als nächstes mache ich dann die Sahnecreme. Für die Creme gebe ich die Schlagsahne in eine Schüssel. Sahnesteif kommt dazu. Und es wird steif geschlagen. Nachdem die Sahne steif geschlagen wurde, dann gebe ich Naturjoghurt rein, etwa einen halben Teelöffel von Vanillenextrakt und Agavensaft. Alles vorsichtig unterheben. Die 25 Minuten sind jetzt um. Jetzt hole ich die Bleche raus. So sieht das Ganze aus. Und nun legen wir los mit den Schichten des Herzes. Dafür nehme ich ein Stück, erstmal unten ein wenig Creme verteilen, das nicht ausrutscht hin und her. So, dann platziere ich mein Herz. Kann man so runterdrücken. Und dann die
Creme vorsichtig über die gesamte Fläche verteilen. Und dann das gleiche nochmal. Und nun sehen wir zu, dass auch hier am Rand überall die Creme gleichmäßig verteilt wird, sodass die Schichten gar nicht zu sehen sind. Die Creme habe ich jetzt überall verteilt. Als nächstes zerbrösele ich die Reststücke des Teiges, die ich auch mitgebacken habe. Nun wird das Zerbröselte alles um den Kuchen herum dekoriert. Um Akzente zu setzen, dann kommt die Himbeere oben drauf. Et voilà! Der leckere Herzchenkuchen ist jetzt fertig. Ich lasse noch ein Stündchen, 2 weich werden und dann wird serviert. Ihr habt gesehen, der Kuchen ist sehr einfach zuzubereiten und sieht prächtig aus. Das ist das perfekte Dessert zum Valentinstag. Ein Kuchen, der mit Liebe gemacht ist für die Lieben. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked. Diejenigen, die neu dabei sind, bitte abonniert, auf den roten Button drücken und seid dabei bei dem nächsten Video. Ich wünsche euch allen einen schönen Valentinstag morgen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!